Früher noch Exot, aber heute kann dieser Fehler zur Existenzbedrohung werden. Mache ihn nicht und bleib auf jeden Fall dran. Wir haben den Titel des Videos dramatisch gewählt, weil das Thema auch dramatisch ist. Zum einen wissen es viele immer noch nicht und wenn sie es nicht wissen oder nicht beachten und dann der Fall eintritt, dann haben sie oft ein großes Problem. Worüber rede ich? Hinter mir seht ihr ein BMW E4 M50, also ein Elektroauto. Früher waren es noch eher Exoten, da gab es hin und wieder mal einen Tesla und die ersten Hybriden, die so kamen und da hat sich keiner mit beschäftigt. Aber mittlerweile ist Elektro sehr, sehr relevant. Also ich kann keinen Prozentsatz nennen, aber Hybrid oder Vollelektro nimmt immer mehr zu und ist auch im Alltag eines Aufbereiters kaum noch wegzudenken. Man hat immer wieder damit zu tun. Was viele jetzt immer noch nicht wissen, ist, dass du, wenn du an einem Elektro oder einem Hybrid arbeitest, eine zusätzliche Schulung bzw. Zertifizierung brauchst, um gewerblich Umgang mit diesem Auto zu haben. Das heißt sogar, wer gewerblich so ein Auto fährt, das heißt jetzt nicht sein eigenes Auto, was auf dem Gewerbe angemeldet ist, sondern als Chauffeur oder als Hol- und Bringservice, was auch immer, wer in einem gewerblichen Auftrag so ein Auto fährt, der muss diese Unterweisung haben. Passiert im Rahmen des Umgangs mit dem Elektroauto etwas beim Fahren, bei der Aufbereitung, bei der Wäsche, wobei auch immer, dann können zwei Dinge dich wirklich killen. Punkt Nummer 1. Wenn du die Unterweisung nicht hast und einer deiner Mitarbeiter oder du selber verletzt euch, dann seid ihr über die gesetzliche Unfallversicherung der Berufsgenossenschaften nicht versichert. In der Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften ist vorgeschrieben, dass jeder, der Umgang mit einem Elektrofahrzeug hat, Hochvoltfahrzeuge nennen die sich da, muss eine bestimmte Schulung haben. Wie diese heißt, wie du sie findest, kommt gleich noch. Punkt Nummer 2. Passiert dir jetzt persönlich nichts, aber an dem Auto geschieht irgendwas. Es gibt aus irgendeinem Grund einen Kurzschluss, irgendwas geht kaputt. Das kann ja immer mal passieren, warum auch immer, beim Hochheben, was auch immer. Und du willst diesen Schaden bei deiner Versicherung melden, kann es passieren, dass sie nach der Schulung fragen. Und hast du diese Schulung nicht, zahlt die Versicherung nicht. Das heißt, du bleibst auf dem Schaden sitzen. Beide Fälle sind wirklich übel, denn jetzt überleg dir mal, es sollte nie passieren, aber aus irgendeinem Grund kriegt ein Mitarbeiter einen Stromschlag, selbst wenn er nichts dafür kann, selbst wenn ein Defekt an dem Auto vorlag. Und im schlimmsten Fall stirbt er. Kannst du dir vorstellen, was da für Kosten auf dich zukommen oder finanziell gesehen, noch schlimmer, natürlich nicht menschlich gesehen, aber finanziell gesehen, er stirbt nicht, muss aber beim Rettungshubschrauber ins nächstgelegene Elektroschlagzentrum geflogen werden und liegt 8 Monate im Koma auf einer Intensivstation. Kannst du dir noch annähernd vorstellen, was das kostet? Und jetzt darfst du mal raten, was passiert, wenn die gesetzliche Unfallversicherung nicht einspringt. Richtig, du als Unternehmer darfst das aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Und was das bedeutet, brauche ich dir, glaube ich, nicht weiter zu erklären. Genau derselbe Fall bei einem Schaden an so einem Auto. Hebst du das Auto hoch, dein Bock rutscht ab, die Hebelbühne sackt ab und es wird die Batterie oder die Antriebsgruppe oder was auch immer beschädigt und es entsteht ein Schaden, der schnell mal in die Zehntausende, wenn nicht bis hin zum Totalschaden geht, kann die Versicherung den Schaden, wie gesagt, komplett ablehnen oder dich aber beteiligen. Und auch hier, da du dann grob fahrlässig gehandelt hast, da du als Unternehmer diese Schulung nicht gemacht hast, wird die Versicherung einen Großteil der Kosten, wenn nicht sogar alles, auf dich abwälzen. Jetzt haben wir ganz viele Horrorszenarien gemalt, jetzt will ich die ganz einfache Lösung sagen, sodass keiner eine Ausrede hat, in diese Falle zu tappen. Das nennt sich Zertifizierung im Umgang mit Hochvolt-Fahrzeugen. Einfach bei Google eingeben und Schulung dahinter schreiben. Gibt es vom TÜV Rheinland, von der DEKRA, von verschiedenen Organisationen und ist eine Online-Schulung. Das heißt, du machst online verschiedene Lernmodule und machst dann am Ende eine Prüfung. Und wenn du die bestehst, kriegst du ein Zertifikat, dass du im Umgang mit diesen Fahrzeugen geschult bist und darfst dann deine Mitarbeiter weiterschulen. Das berechtigt dich noch nicht dazu, an diesen Autos zu arbeiten, also irgendwelche Mechanikarbeiten auszuführen. Da gibt es noch ganz andere Stufensysteme. Aber diese unterste Stufe, die dich dazu berechtigt, mit den Autos umzugehen, dazu gehört auch die normale Reinigung, ist diese Online-Zertifizierung mit abschließender Prüfung. Und wenn einer im Betrieb diese Zertifizierung hat, darf er die anderen auch darin unterweisen, muss das aber dokumentieren. Also du musst irgendwo einen Zettel haben, wo einmal im Jahr unterschrieben wird, ich habe diese Zertifizierung erhalten oder diese Unterweisung erhalten, damit das alles so abgesichert ist. Wie gesagt, Randnotiz bzw. noch kleine Notiz am Ende. Ihr dürft nicht an den Autos arbeiten, ihr dürft keine Motorraumwäsche durchführen, ihr dürft keine Unterbodenwäsche durchführen, also nichts, was irgendwie mit der Fahrzeug, also mit dem Hochvoltsystem an sich zu tun hat. Das ist eh vorausgenommen, ihr dürft es nicht spannungsfrei schalten, ihr dürft auch nicht spannungsfrei daran arbeiten, das dürft ihr alles gar nicht. Ihr dürft aber eine Fahrzeugaufbereitung machen, die nichts mit der Elektronik zu tun hat. Zur Vollständigkeit halber nochmal der Hinweis. Ansonsten belest euch einfach im Internet zu dem Thema oder irgendjemand wird mit Sicherheit im Kommentar eine Info dazu haben und auch noch was dazu schreiben. Beschäftigt euch damit, aber wie gesagt, diese unterste
Zertifizierung der Elektroschulung oder Hochvoltschulung muss für jeden Fahrzeugaufbereiter sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen und macht diese Schulung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein.